Wir schreiben das Jahr 1969. Eine ganze Nation verfolgt ein einziges Ziel, nämlich 2 Menschen auf den Mond zu bringen. Und das wollten sie bewerkstelligen mit der Entwicklung einer Superrakete, der Saturn V. In ihrer ersten Brennstufe wurde sie angetrieben von 5 Triebwerken des Typs Rocket Dune F1, die pro Sekunde 2.500 Liter RP1-Treibstoff verbrauchten. Das Grundprinzip war relativ simpel. Durch hunderte kleine Bohrungen in einer sogenannten Injektorplatte wurden die 2 Bestandteile des Treibstoffs RP1 und Flüssigsauerstoff erst beim Durchdringen der Platte in der Brennkammer kontrolliert zusammengeführt und dann entzündet. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Wären die 2 Bestandteile davor schon miteinander in Berührung gekommen, ja, dann wäre die Rakete explodiert, was sie auch tat. Kleinste Bohrungen in dieser Injektorplatte wurden so speziell angeordnet, um auch nur den Hauch einer Chance zu vermeiden, dass es zu Verwirbelungen kommt. Denn diese Verwirbelungen haben so starke Vibrationen verursacht, dass es die Rakete wortwörtlich zerbersten ließ. Das bedeutet, die Wissenschaftler arbeiteten wirklich an der Grenze des technisch Machbaren, um jede Störvariable testen zu können, die diese Rakete zu einem Totalversagen geführt hätte und damit die Mission mit einem tragischen Ende beendet hätte. Also kann man sagen, dass damals die Wissenschaft bis ans Äußerste gegangen ist, um gegen das Chaos zu kämpfen. Berechnend, strategisch und präzise. Und heute, 2025, habe ich mir einen Mustang GT gekauft. Ein 5 Litern Nichtzwangsbeatmeter V8 mit 460 PS. Im Vergleich zum ersten Automobil ist das ungefähr ein Faktor von 600, was die Leistung angeht. Also ungefähr 0,75 PS. Wenn wir die Rechenleistung des Bordcomputers nehmen, der in diesem Auto verbaut ist, dann ist das im Vergleich zur Rakete, die die ersten Menschen auf den Mond brachte, ein Faktor von über 12 Millionen. Aber die Philosophie hinter diesem Auto ist, wer hätte es gedacht, eine völlig andere. Wissenschaftler haben alle Ressourcen, die sie hatten, verwendet, um damals das Chaos zu beseitigen. Und dieser Mustang, der ist das absolute Gegenteil. Er verkörpert die Spitze einer Entwicklung, die eigentlich schon fast völlig im Kontrast zu dem steht, was die Wissenschaftler damals versucht haben zu erreichen. Damals wurde das Chaos minimiert und heute ist der Mustang ein Gefährt, was dich nicht durch festgelegte Telemetriewerte irgendwo hinbringen möchte. Es lässt dich eingreifen. Es will, dass du eingreifst. Es will, dass du es bändigst. Es will, dass du es steuerst. Und du hast das Gefühl, dass der Wagen, das klingt verrückt, dass der Wagen ein wenig zu dir spricht. Und er sagt dir, manchmal ist ein wenig Chaos genau das, was man braucht. Und deswegen fahren wir heute mit dem Mustang.
I got your heart unlocked. I stay wanting, they stay calling. You say you've changed, but you still want it. Got you on your